Hi, ich bin Mario und pendel seit 2 Jahren bei jedem Wetter mit dem Rad zur Arbeit. Und das klappt bei mir so gut, dass ich mittlerweile kein Auto mehr habe. Und nicht falsch verstehen, ich fahre immer noch Auto und ein schönes Auto ist toll. Aber das beste Auto ist das, was ich gar nicht erst habe, weil ich es nicht mehr brauche. Und so spare ich jeden Monat einige 100 Euro, bewege mich mehr und bin umweltfreundlicher unterwegs. Weil das so gut bei mir funktioniert, mache ich dieses Video darüber, wobei es mir nicht darum geht, zu zeigen, wie toll ich das alles mache. Das eine oder andere ist bei euch wahrscheinlich sogar besser, aber ein entscheidender Faktor ist bei mir wirklich perfekt und ich denke, das muss man mal gesehen haben. Und ich wünsche mir auch, dass ich in Zeiten der Verkehrswende die eine oder andere Person erreiche, die sowas entscheiden kann. Also bleibt dran, es wird spannend. Ich behandle das Thema ganz strukturiert, habe im Video auch Sprungmarken eingebaut, dann könnt ihr einfacher direkt zu Kapiteln springen und ich zeige die Strecke, das Pendelrad, die Kleidung, den Rucksack und die Arbeit. Dann legen wir auch direkt los und ich baue auch ein paar Tipps ein. Kapitel 1: Die Strecke. Wir zoomen rein und kurz zur Orientierung. Das ist der Rhein, das ist der Neckar, hier liegt Mannheim und ich wohne in Großsachsen an der Grenze zwischen der Rheinebene im Westen und dem Odenwald im Osten. Meine Arbeit ist in Heidelberg und ich könnte mit dem Auto über die A5 in 20 bis 30 Minuten zur Arbeit fahren, je nachdem, wie voll es ist. Und mit dem Rad nehme ich diese 12,7 Kilometer lange Strecke. Die verläuft flach, meist auf einem guten Radweg neben der B3, dann noch ein bisschen durch die Felder und am Ende ein paar Meter durch Heidelberg. Die Bundesstraße verläuft auch durch 3 Orte, da ist dann 30 und ich wechsle kurz auf die Straße, weil mir da der Radweg zu gefährlich ist. Ampeln gibt es insgesamt 10 Stück, nicht gerade wenig, aber mit 1, 2, 3 Minuten verliere ich nicht ganz so viel Zeit. Wenn ich die Strecke schnell fahre, dann verstreichen meist so 26 Minuten und wenn ich nur zügig fahre, sind es 31 Minuten. Damit sind wir beim Zeitvergleich zwischen Auto und Rad. Wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich zu Hause fürs Fertigmachen 25 Minuten und für die Fahrt nochmal 25 Minuten. In Summe also 50. Wenn ich mit dem Rad fahre, muss ich mich zu Hause fürs Fahrradfahren fertig machen, 15 Minuten. Für die Strecke brauche ich nochmal 30 Minuten und bei der Arbeit brauche ich fürs Duschen und Anziehen nochmal 20 Minuten. Das sind in Summe 65 Minuten. Mit dem Rad brauche ich also 15 Minuten länger. Die Zeit kann also nicht meine Motivation sein. Das ist schon ganz klar Geld sparen und umweltfreundlicher unterwegs sein. Aber die 15 Minuten nehme ich gern in Kauf. Ich frage mich natürlich auch, ab wann wäre es mir zu weit? Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was euch vom Pendeln abhält und die Antwort war oft zu weit, zu lang. Ich will das gar nicht in absoluten Kilometern oder Minuten ausdrücken, sondern eher im zeitlichen Mehraufwand im Vergleich zum Auto, denn ich habe mich ja sowieso schon für eine bestimmte Pendelzeit mit dem Auto entschieden und ich glaube, wenn ich pro Weg eine Dreiviertelstunde oder Stunde länger brauchen würde, dann wüsste ich auch nicht, ob ich täglich mit dem Fahrrad fahren würde und so das Auto abgeben könnte. Kapitel 2: Das Pendelrad. Ich hatte noch dieses Rose Backroad übrig. Das ist ein Gravelbike und das nutze ich jetzt zum Pendeln, habe es auch dafür optimiert. Wir schauen uns das einmal an. Wir fangen vorne an und arbeiten uns nach hinten durch. Und ja, wenn wir uns das mal so ansehen, das ist schon wieder ganz schön dreckig. Ich hatte es eigentlich vor ein paar Tagen noch sauber gemacht, aber eine Regenfahrt durch die Straße, durch die Felder, dann ist schon wieder alles dreckig. Ich beginne bei den Reifen. Vorher waren hier 40 mm Gravel-Reifen drauf. Jetzt habe ich die ausgetauscht gegen Schwalbe Pro One Rennradreifen. Die laufen halt viel leichter. Und die 34 mm sind ja relativ breit für Rennradreifen, aber die geben mir dann den nötigen Komfort. Und so kann ich zum Beispiel über diese 4 Kanten einfach drüber heizen. Damit ich bei dunklem Wetter auch gesehen werde, habe ich Reflektoren auf die Laufräder geklebt, am Vorderrad und am Hinterrad. So werde ich von der Seite gut gesehen. Und am Schutzblech habe ich hinten nochmal einen großen Reflektor. Dann bin ich auch von hinten gut sichtbar. Für schlechtes Wetter habe ich natürlich auch Schutzbleche angebracht. Zuerst hatte ich die SKS Speedrocker dran, aber die haben Lücken hier an der Gabel vorne und hinten und da spritzt dann viel Wasser durch bei schneller Fahrt und das bekomme ich dann alles auf die Oberschenkel. Also habe ich mir die originalen Schutzbleche für das Rose Backroad besorgt. Hier vorne passt das wunderbar, keine Lücke mehr. Hinten ist mir dann ein Malheur passiert. Und zwar muss man die dann auch befestigen hier an diesen Schrauben.
Und bei der Schraube hier hinten ist das Gewinde im Carbon hat sich gelöst und jetzt bekomme ich die Schraube auch nicht mehr raus, es dreht alles durch. Jetzt kann ich also das Original Schutzblech nicht mehr befestigen, muss dann hinten doch wieder auf SKS Speedrocker ausweichen, aber das ist hinten auch okay, weil da gibt es keine Lücke, das ist durchgehend, passt für mich, ist einfach angebracht. Und ich habe hinten auch nochmal diese Verlängerung, die man hier einfach einklickt und dann geht das weiter runter. Ich kann den Reflektor draufkleben und gibt nochmal weniger Spritzwasser für Leute, die vielleicht mal hinter einem fahren. Ich mache weiter mit dem Lenker. Ich habe in diesem Lenkerende eine kleine Klingel, denn es kommen mir öfter mal mehrere Schüler auf dem Radweg entgegen. Die nehmen den ganzen Radweg ein, passen gar nicht auf und ich komme mit 35 km/h entgegen. Dann kann ich frühzeitig auf mich aufmerksam machen und dann machen die auch Platz. Im anderen Lenkerende habe ich einen kleinen Rückspiegel. So kann ich einfacher beobachten, was hinter mir passiert. Damit komme ich zum ersten richtigen Tipp. Aero-Auflieger, die habe ich jetzt zuletzt montiert, aber die bringen richtig was. Das sind die ZIP Fuka Evo 110. Man muss sich natürlich ein bisschen an die aerodynamische Position gewöhnen. Aber das geht relativ schnell und danach ist es ein großer Zugewinn, denn du musst nicht so viel oder nicht so stark reintreten, bist aber schneller unterwegs und ja, je länger die Strecke ist, desto wichtiger wird das. Darunter sehen wir einen K-Edge Computerhalter mit einem GoPro Mount drunter und da dran hängt die Lupine SL Mono. Die hat ein Tagfahrlicht, einmal Doppelklick drauf, ja, das ist jetzt... Genau, wenn die Lampe nicht leuchtet, dann ist es Tagfahrlicht. Einmal drauf gedrückt, leuchtet es grün. Dann ist es die untere Stufe vom Abblendlicht. In der fahre ich meist. Das reicht. Die hält 4 Stunden. Und dann gibt es noch die blaue. Das ist nochmal ein bisschen heller. Da hält es dann allerdings, glaube ich, nur, ich weiß nicht, 1,5. Guckt's nach. Auf jeden Fall finde ich die gut. Im Vergleich zur Lupine SL AF ist der Akku halt drin und hängt nicht hier. Und wenn man so eine Flügelschraube hier nutzt, kann ich die einfach ohne Werkzeug abnehmen, die Lampe mit ins Büro nehmen und da aufladen oder zu Hause. Das ist für mich der große Vorteil und sie ist nicht so teuer. Das Rücklicht ist auch von Lupine, das Rotlicht, einmal hier doppelt drauf geklickt, ist es an, einmal lange drauf, ist es wieder aus. Sehr gut verarbeitet, hält 30 Stunden, super, einfach eine Bank. Shimano SPD-Pedale von beiden Seiten. Und letzter Punkt, die Gangschaltung. Da hatte ich zuerst hier vorne ein kleines Kettenblatt mit 40 Zähnen drauf und hinten eine relativ große Kassette mit 11 Zähne bis 40 Zähne. Das ging dann ungefähr bis hier. Das ist okay, wenn man Offroad fährt und rauf und runter, dann passen die Gänge. Wenn ich aber nur flach und schnell fahren will, geht es besser. Deswegen habe ich jetzt hier montiert ein großes 50er Kettenblatt und hinten eine kleine Kassette, eine Rennradkassette mit 11 bis nicht mehr 40 Zähne, sondern nur noch 30. Und was das bringt, das erzähle ich jetzt mal anhand einer Grafik aus dem Off. Ein bisschen Theorie muss auch sein, aber ich denke, dann versteht man es. Und ja, gib mir kurz die Zeit, ich beeile mich. Wir beginnen zuerst mit der ursprünglichen Gravel-Schaltung. 40 Zähne vorne zu 11 bis 40 Zähne hinten. Das 40er Kettenblatt ist hier im roten Kreis dargestellt und die 11 Ritzel der Kassette werden mit diesen schwarzen Dreiecken auf der kmh-Achse dargestellt. Die Zahl im Dreieck entspricht den Zähnen des Ritzels und die Zahl darüber ist die Geschwindigkeit, die ich mit einer Trittfrequenz von 90 Umdrehungen pro Minute fahren würde. Im schnellsten Gang kann ich also 42,4 km/h fahren. Jetzt blende ich zusätzlich meinen Tempobereich ein. Der reicht von, sagen wir mal, 27 bis 44 km/h, weil die Strecke schon etwas wellig ist. Und dann sehen wir, dass ich in meinem Tempobereich 4 Gänge zur Verfügung hatte und die Schaltung mich nicht wirklich eingeschränkt hat. Aber damit bin ich immer in den 4 großen Gängen ganz rechts gefahren. Dadurch war der Kettenlauf immer schräg, was nicht gut für die Kraftübertragung ist und einen höheren Verschleiß bringt. Und zudem fühlen sich die Ritzel mit wenig Zähnen sehr direkt und hart an. Angenehmer sind Ritzel mit mehr Zähnen. Jetzt blende ich darunter ein, was sich nur durch das große 50er Kettenblatt vorne geändert hat.
Jetzt sehen wir hier die 50 in Rot und im Vergleich zu den 40 Zähnen oben bewege ich mit einer Kurbelumdrehung nun 25% mehr Zähne. Und deswegen liegen dieselben 11 Dreiecke von oben nun auf der km/h-Achse um 25% weiter rechts. Ich kann damit also schneller fahren. Kurze Kontrolle, oben konnte ich im größten Gang 42,4 km/h fahren, das multipliziert mit 1,25 macht 53 km/h. Passt. Und mit Blick auf meinen Tempobereich fahre ich jetzt bei gleichem Tempo und gleicher Anstrengung in diesen 4 Gängen. Und die beiden größten Gänge brauche ich nicht mehr. Ich fahre also immer 2 Gänge weiter links, mehr in der Mitte, mehr Zähne, geradere Kette. Das hat also schon wirklich was gebracht. Wir sehen aber auch, die 4 Gänge verteilen sich nicht so gut auf den gesamten Tempobereich. Hier oben ist eine große Lücke. Und das Problem habe ich mit der kleineren Kassette hinten gelöst. Und die schauen wir uns jetzt an. Ganz unten also die aktuelle Übersetzung, 50 Zähne vorne und 11 bis 30 Zähne hinten. Weil die Zähne auf den Ritzeln der Kassette nicht mehr von 11 auf 40 ansteigen, sondern nur noch von 11 auf 30, habe ich jetzt zum einen weniger große Zahnsprünge bei den Gangwechseln, weswegen die Dreiecke auf der km/h-Achse nun näher beieinander liegen, und zum anderen verliere ich kleine Gänge. Hier sind keine Dreiecke mehr zu sehen. Aber jetzt liegen 5 Gänge in meinem Tempobereich, er ist also besser abgedeckt und nun fahre ich auch wirklich mittig, denn es liegen 3 weitere Gänge über und 3 Gänge unter meinem Tempobereich. Wer das nochmal wirken lassen will, drückt auf Stopp. Damit ist das Gravelbike jetzt ein richtig schnelles Pendelrad geworden. Optimal für meine Strecke. Nachteil ist natürlich jetzt auch, dass ich mit der Schaltung keine Berge mehr hochkomme. Kapitel 3: Die Kleidung. Das Kapitel teile ich ein in Sommer, Winter und Regen, wobei ich zur Sommerkleidung gar nicht so viel zu erzählen habe. Da trage ich das, was in meinen sonstigen Videos auch zu sehen ist. Eine Trägerhose, mit der ich gut klarkomme, ein Trikot mit einem Baselayer, Fahrradschuhe mit Klickpedale finde ich wichtig, da ich so mit Bunnyhops über einzelne Kanten drüber springen kann, Helm, klar, und die Tri-Eye-Brille mit dem kleinen Rückspiegel, mit dem ich auch nach hinten schauen kann. Die Kleidung für den Winter finde ich schon wesentlich interessanter. Da trage ich richtige Winterfahrradschuhe. Ja, die sind sehr robust, dürfen dreckig werden, schließen noch mal ein bisschen höher, haben hier einen Bohrverschluss und diese Lasche über die Schnürung, sind wasserabweisend, ja, und haben einfach noch mal eine bessere Wärmeisolierung, insbesondere auch an der Sohle. Da haben wir gerne mal eine Kältebrücke. Ja, also sowas muss für den Winter schon sein. Bei den Wintertextilien kann ich meinen zweiten Tipp loswerden, nämlich Fahrradbekleidung von der Decathlon-Marke Van Rysel online zu bestellen. Darauf bin ich gekommen durch einen Winterjacken- und Winterhosentest im Rennradmagazin Tour. Da war nämlich diese Winterjacke und die Winterhose hier Testsieger und zudem waren es auch noch jeweils die günstigsten Modelle. Und dann bin ich in den nächsten Decathlon-Laden gefahren, habe es da aber nicht bekommen, denn die beiden Sachen gab es nur online. Und dann habe ich realisiert, dass die online ein Riesensortiment haben, es in den Decathlon-Läden vor Ort aber immer nur einen Bruchteil davon gibt. Wahrscheinlich die Sachen, die bei der Masse gut ankommen und sich verkaufen, aber nicht unbedingt die bessere Rennradkleidung von denen. Also mein Tipp, da mal online schauen und ich finde, beim Pendeln muss es jetzt nicht so wahnsinnig stylisch sein und den einen oder anderen Euro spare ich auch ganz gerne. Die Trägerhose ist schlicht mit ein paar Reflektoren, wärmt vernünftig, das Polster ist gut und der Schritt bleibt auch warm. Die Winterjacke ist in dem Neongelb sehr auffällig, geht hinten auch richtig weit runter, das ist gut gegen Spritzwasser und es bleibt ein bisschen wärmer. Und sonst finde ich auch gut der integrierte Schlauchschal und es gibt noch eine Weste, die ich herausnehmen kann, falls es mal nicht ganz so kalt ist. Meine Handschuhe sind von GripGrab, auch eine Marke, die man sich mal angucken kann. An nicht ganz so kalten Tagen habe ich diese dünneren, wasserdichten Handschuhe und wenn es mal richtig kalt ist, diese dicken Hummerhandschuhe. Und jetzt kommt mein Tipp Nummer 3, diese Aviator-Mütze von GripGrab. Ich hatte schon mehrere Mützen oder Stirnbänder, aber die haben doch alle eins gemeinsam. Die rutschen von den Ohren und dann kannst du wieder links, rechts runterzupfen, sodass es wieder passt. Das nervt mich einfach. Und das ist bei dieser Mütze eben nicht der Fall. Die geht einfach über die Ohren und dann verrutscht auch nichts. Zugegeben, sie sieht alleine nicht wirklich gut aus, aber mit dem Helm passt das. Also GripGrab Aviator. Und als letztes kommen wir zum Regen. Wenn es regnet, ziehe ich diese Regenjacke von Van Rysel an, auch wieder gut sichtbar und schön geschnitten. Und wenn es noch mehr regnet, brauche ich auch eine Regenhose, dann nehme ich die hier von VD. Kapitel 4: Der Rucksack.
Mein Rucksack ist der Evok Commute Pro 22 und das ist auch mein Tipp Nummer 4. Der hat nicht nur viele kleine Taschen innen und außen, ein gutes Rückenpolster und ein großes Laptopfach, sondern auch einen breiten Hüftgurt. Und wenn ich den eng schnalle, lastet das Gewicht nicht auf den Schultern, sondern ganz angenehm auf der Hüfte. In diesem kleinen separaten Fach habe ich Minitool, Pumpe, Reifenheber und Schlauch und da ich sonst nie an das Fach gehe, kann ich es nicht vergessen und habe es immer dabei, wenn ich mal einen Platten habe. Und letzter guter Punkt von dem Rucksack, also ich hätte gerne mein Handy, den Schlüsselbund und das Schloss immer griffbereit. Habe aber in meiner Winterhose keine Taschen und die Rückentaschen von der Jacke werden durch den Rucksack verdeckt. Aber das Handy findet hier seitlich in der Netztasche Platz, der Schlüsselbund passt in die kleine Tasche am Hüftgurt und das Schloss findet auch noch hier in dieser kleinen Tasche Platz. Und so habe ich alles immer griffbereit und muss nicht den Rucksack absetzen, wenn ich zum Beispiel aufs Handy schauen möchte, zu Hause ankomme und den Schlüssel brauche oder beim Supermarkt vorfahre und das Fahrrad kurz abschließen möchte. Ja, das sind alles so Features, auf die ich beim Rucksack nicht mehr verzichten möchte. Kapitel 5: Die Arbeit. Das, was ich bis hierher gezeigt habe, ist alles schön und gut. Aber um so richtig kontinuierlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, reicht es nicht. Das, was ich bei der Arbeit vorfinde, muss auch passen. Und im schlechtesten Fall habe ich dort keine Abstellmöglichkeit fürs Rad, muss mich irgendwo umziehen und Katzenwäsche machen. Und damit kommen wir zu meiner Arbeit und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt dieses Video mache. Ich finde, das ist einfach perfekt und das muss man mal gesehen haben. Ich will zeigen, was geht, was überhaupt möglich ist und nur dann kann sich in Zukunft auch was verändern. Wenn ich bei der Arbeit ankomme, fahre ich direkt in einen großen, trockenen und abgeschlossenen Fahrradraum. Hier gibt es ein Doppelstock-Parksystem und so passen mehr als 100 Fahrräder in diesen Raum. Es gibt auch eine Servicestation mit Luftpumpe und Werkzeug sowie einen Schlossparker. Das Fahrrad steht vernünftig, man kann es anbinden und ein paar meiner nassen und dreckigen Sachen hänge ich zum Trocknen übers Fahrrad. Dann gehe ich ein paar Meter rüber in den Raum mit ca. 60 persönlichen Spinden. Hier habe ich dauerhaft die Sachen drin, die ich für die Arbeit brauche oder die viel Platz im Rucksack einnehmen würden. Schuhe, Handtuch, Kulturbeutel, Gürtel und Arbeitskleidung. Danach geht es nebenan in die Umkleide. Hier gibt es eine Bank und 28 Spinde, die nur tageweise genutzt werden dürfen. Es gibt 2 Waschbecken mit großem Spiegel und Föhn dahinter. Und dann das Highlight: Pro Umkleideraum gibt es 4 abschließbare Duschkabinen und natürlich ein Handtuchhalter. Und jetzt lasst das mal auf euch wirken. Ich gehe in eine separate Duschkabine, kann da alles vernünftig an Haken aufhängen, auf der Bank ablegen, Schuhe abstellen, verschließe die Tür und bin beim Duschen komplett ungestört. Das ist so mega, ich sehe wirklich keinen Grund, mit dem Auto zu fahren. Ein paar meiner Kollegen fragen mich öfter, bist du heute auch mit dem Rad? Und die können das nicht nachvollziehen. Aber die kennen diese Räumlichkeiten, glaube ich, auch nicht mal. Oder wenn die Kollegen morgens später aufkreuzen und sich über den Stau auf dem Weg zur Arbeit unterhalten, dann stehe ich unbeteiligt daneben und kann nicht mitreden. Aber damit komme ich ganz gut klar. Das Anziehen geschieht auch ganz in Ruhe. Die feuchte Fahrkleidung hänge ich auf Kleiderbügeln in den Spind, föhne mir die Haare, noch ein bisschen Gel rein und dann bin ich fertig für die Arbeit. Das war also meine Arbeit und mit dem Fahrradraum, der Umkleide, den Duschen und den Spinden kann mir egal sein, welches Wetter draußen ist. Ich gehe als Fahrradpendler in die Umkleide, kann mich vernünftig duschen und anziehen und komme als normaler Angestellter wieder raus. Nur weil ich diese Sicherheit habe, konnte ich überhaupt das Auto abgeben. Und das war so ein geiles Gefühl. Also ich hatte bisher immer 2 große monatliche Kostenblöcke. Einmal Wohnen und das Auto. Und wenn man sich dann aus einer komfortablen Situation heraus vom Auto und dem einen Kostenblock befreien kann, ist das einfach mega. Mein Wunsch. Ich will mit diesem Video den Fokus auf die Arbeit legen, denn das Thema kommt mir beim Pendeln mit dem Rad zur Arbeit immer zu kurz. Wir konnten sehen, was es braucht und was nötig ist, damit Menschen dauerhaft mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können und um auch nachhaltiger das ein oder andere Auto von der Straße zu holen. Und hier mag sich der eine oder andere Autoverfechter vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, aber ich kann dir sagen, wenn ich mit diesem Video ein bisschen Wirkung erziele, dann hast auch du was davon und stehst weniger im Stau. Denn es ist immer ein Zusammenleben. Mein Wunsch wäre, dass ich mit diesem Video Personen erreiche, die den Bau von Fahrradräumen und Umkleiden in ihren Unternehmen vorantreiben können. Sei es bei der Planung von einem neuen Gebäude, plant nicht nur
Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen, sondern auch Fahrradräume und Umkleiden. Die nehmen viel weniger Platz weg. Oder beim Umbau von bereits bestehenden Gebäuden. In Zeiten von Homeoffice ist vielleicht die eine oder andere Fläche frei geworden und man könnte sie umbauen. Das war die Botschaft des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und angeregt. Teilt es auch gerne mit anderen. Ich denke, das muss man mal gesehen haben, damit auch die Verkehrswende gelingt und sich was ändert. Vielen Dank.